Wir singen zur Einstimmung 143. Mein ganzes Herz erhebet dich. 143. Mein ganzes Herz erhebet dich. Vor dir will ich mein Lob singen. Und in deinem Heiligtum wird so mein Lob erheben. Dein Name scheint alle Ort, und durch dein Wort das Leben. Anbetung Herrlichkeit, in Licht der Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe, Freude und Frieden des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Wir begrüßen Sie allen ganz herzlich zum Altar Gottes, um die Messe mit Jesus Christus gemeinsam zu feiern. Bereiten wir uns vor, um die Messe gütig zu feiern. Herr Jesus Christus, du berufst uns als deine Schwestern und Brüder. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Als guter Hirte willst du alle teilhaben lassen an den Gaben deiner Schöpfung. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Als Gekreuzigter und Auferstandener lässt du dein Licht leuchten über Bösen und Guten. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du willst das Heil der Menschen zu jeder Zeit. In diesen Tagen aber bist du uns besonders nahe. Trage Sorge für dein Volk, beschütze alle, die sich auf deine Hilfe brauchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr: Ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, zu denen sie gehen mussten. Ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Ich mache sie in meinem Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk. Sie sollen einen einzigen König haben. Sie werden nicht länger zwei Völker sein und sich nie mehr in zwei Reiche teilen. Sie werden sich nicht mehr unrein machen durch ihre Götzen und Gräuel und durch alle ihre Untaten.
Ich befreie sie von aller Sünde, die sie in ihrer Untreue begangen haben, und ich mache sie rein. Dann werden sie mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Mein Knecht David wird ihr König sein, und sie werden alle einen einzigen Hirten haben. Sie werden nach meinen Rechtsvorschriften leben und auf meine Gesetze achten und sie erfüllen. Sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe und in dem ihre Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder werden für immer darin wohnen. Und mein Knecht David wird für alle Zeit ihr Fürst sein. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund. Es soll ein ewiger Bund sein. Ich werde sie zahlreich machen. Ich werde mitten unter ihnen für immer mein Heiligtum errichten. Und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in ihrer Mitte ist, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Singen wir Licht der Erlösung, wir sind hier 149, die erste und dritte Probe. Licht der Erlösung, wir sind hier, gib uns dein Wort zu hören. Lenke es in der Regier, in so allen Himmelsleeren, dass die Herzen von der ganz zu dir gezogen werden. Und du pflanzt Herrlichkeit, Licht von Licht aus die Ohren. Mach uns alles bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Leben bringt uns singen, lass dein Jesu Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht.
Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Paschafest der Juden war nahe und viele zogen schon vor dem Paschafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden: Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen. Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet: Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die letzten Worte der ersten Lesung zeigen uns, dass Gott sich verpflichtet, Herr seines Volkes zu sein und es zu heiligen. In Jesus Christus hat Gott diese Verpflichtung auf unvorstellbare Weise eingehalten. Es war unvorstellbar, besonders für die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen der pastorale Dienst Jesu ein Dorn im Auge war und denen seine Lehre unerträglich erschien. Das ist es, was der Hohepriester vorschlägt, Jesus zu töten. Und der Evangelist Johannes präsentiert als prophetische Inspiration. Der Evangelist erklärt noch weiter: Jesus stirbt nicht nur für das Volk, sondern für alle zerstreuten Kinder Gottes, die er sammeln möchte. Deshalb starb Jesus, um das Licht der Erlösung auf alle Menschen zu richten. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns alle unsere Schwierigkeiten und die Dunkelheiten unseres Lebens aufgeben, um in Jesus Christus erleuchtet zu werden. Zu Jesus Christus, dem Hirten seines Volkes, der uns heiligt und das Heil allen schenkt, rufen wir: Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten und erfüllt sind von der Freude, als Kinder Gottes die Welt mitgestalten zu dürfen. Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, denen ein Hirtendienst in der Kirche anvertraut ist. Für alle, die sich in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen engagieren. Für alle, die sich um Kranke, Behinderte und Betagte sorgen. Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die sich in Gebet und Stille für die Menschen nah und fern einsetzen. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die über andere urteilen und richten müssen. Für alle, die Strafgefangene und Verurteilte beaufsichtigen und begleiten. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, die uns anvertraut sind, die wir im Leben begleiten und denen wir unser Gebet versprochen haben. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Heiland der Welt, du stehst als guter Hirte ein für alle, die zu dir rufen. Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Einhundertachtundachtzig. Nimm auf die Gabe. Nimm, o Gott, die Gabe, die wir bringen. Nimm unsere Arme, Trost und Sein. Alles ist und Schatten unser Leben, wollen wir vertrauen, wir unser Vater weint. Jesus hat sich für uns nicht bewegt. Durch sein Werk ist Mut und Macht. Wir als Sohn unser Leben, schließ uns in den Weg, Gnade deines Sohnes sein. Nimm uns an, sei du in unser Liebe. Wanne unser Herz in Gott und Wein. Sei uns nah und höre unsere Bitte, neu und ganz heilig von deinem Herz zu sein. Die Erde und die Tauben, einst gewollen nun als Gott und Weih. Lass uns alle, die wir an dich glauben, eine Opfergabe als deine Hilfe sein. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Herr, das Opfer aus deinem Leben, zum Lohn und Ehre seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst denen, die glauben, das ewige Leben. Nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an und erfülle das Verlangen aller, die auf dich vertrauen und von dir die Vergebung ihrer Sünden erbitten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 193. 193. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und gerecht. Wir danken dir, Gott, unser Vater, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns nie allein auf unserem Weg. Immer bist du für uns da. Einst hast du Israel, dein Volk, durch die weglose Wüste geführt. Heute begleitest du die Kirche und alle,
in der Kraft deines Geistes. Dein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit zur Freude des ewigen Lebens. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Dafür sind Himmel und Erde vor seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Wir preisen dich, heiliger Vater. Du bist immer mit uns auf dem Weg, besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und berichtet uns das Brot. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach es das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben und ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Schau herauf auf diese Opfer, auf Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns, damit wir alle, die Gläubigen und die Priester, unser Bischof Christoph und unser Papst Franziskus, mit Freude und Vertrauen unseren Weg gehen und Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Vater, wir empfehlen dir unsere Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind,
besonders die jetzt verstorben sind an der Corona-Krise. Und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du, führe sie zur Auferstehung. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit den Aposteln und Blutzeugen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir voll Vertrauen, das Gebet, was unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, Schau Nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du Du nimmst nicht hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
singen wir 216 im Frieden dein, die erste und dritte Strophe. 216. Im Frieden dein, o Herr, lass in dich meine Straßen, nimm mir dein Wort gegeben, schenk Kraft und ohne Maßen. Hast mein Gesicht, das segne dich, in allen Schatten lassen. Du Herrlein, das Lieb und Freund, in mir uns alle richten. Das Tod zu ihrer Sturm, dein freundlich dein Vergnügen, ist nach der Zeit den Herzelein, an deinen Tisch wird Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Messe nährst du deine Leute und alle mit dem Schutz und mit deiner Heilungskraft. Gib uns durch diese heilige Messe auch Anteil am kirchlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie weiter gesund und wir beten für Sie. Treffen wir uns wieder morgen um 10 Uhr. Morgen ist Palmsonntag, um 10 Uhr ist die Messe. Aber dann, leider, also wir machen das so, von jeder Gemeinde kommt ein Vertreter und dann was anderes ist nicht möglich morgen. Ja, das tut mir leid. Nur online. Nur online. Ja, nur online, ja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne euch und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Himmel.